wäre eh dafür, dass sie für nächstes Jahr die komplette XP überarbeiten. Das ergibt einfach keinen Sinn. Das ist so wie so ein Flickenteppich. Die sollen einfach die komplette XP-Kurve von 1 bis 190 überarbeiten. Also ich weiß nicht, gibt es andere MMOs, die man damit vergleichen kann, dass du jetzt hier auf 150... Etwas, was man niemals tut eigentlich. Außer vielleicht als Master oder so. Oder wenn man halt richtig fett Power-Ups drin hat, als Vagrant oder Low-Level. Aber was du eigentlich niemals tust in Flive, ist ja wie so eine Grundregel. Du gehst niemals, also zumindest für die normalen Spieler, für die meisten Spieler, du gehst niemals zu so extrem viel höheren Monstern, weil du keinen Schaden machst. Weil die dir die Hosen ausziehen. Es ist einfach so eine Grundregel, das macht man einfach nicht. Es ergibt keinen Sinn. Und man verdient weniger Geld, also es ergibt auf keiner Weise Sinn. Einfach Coral ein bisschen buffen? Nein, bei Asria ist die XP auch scheiße, hat ja gerade jemand gesagt. Er kriegt weniger, also viel weniger wahrscheinlich als ich gerade. Das ist einfach Trash. Das sollte nicht so sein. Also warum nicht einfach reworken, sodass es halt wieder Sinn ergibt? Und in Flive PC ist es ähnlich tatsächlich. Da gibt es auch so Punkte, wo du plötzlich mit einem viel höheren Level viel mehr XP bekommst, als Leute auf einem niedrigeren Level. Und das kann man vielleicht mit Quests oder so, kann man das ja machen, dass es ein Level gibt, 100, was war es, 151, gibt es ja 2 Quests, Dorian und Oaken. Boom, du kriegst einfach 46% durch 2 Quests. Zack. Okay, ist nice. Kann man machen. Hast du einfach ein halbes Level geschenkt bekommen. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass du einfach durch normale Monster killen, du machst überhaupt nichts Besonderes. Du machst keinen Dungeon, du machst keine Quest, du levelst einfach nur. Das kann doch nicht sein, dass du dann viel mehr XP bekommst als jemand, der 30 Level unter dir ist. Das ergibt keinen Sinn. Und du siehst ja, Leute, wenn sie das sehen, fühlen sie sich nicht gut dabei. Und das ergibt ja auch keinen Sinn. Also warum nicht einfach... Sie buffen den kompletten Bereich 60 bis 120. Also diese überschüssige XP in Anführungszeichen von Kailun pumpen sie in den Low-Level-Bereich. Natürlich nicht so extrem, also schon verteilt. Also im Endeffekt müssten sie halt kalkulieren, wie viele Monster musst du töten, wenn du immer bei zum Beispiel 5 Level höheren bist, bis du 190 bist. Und das darf sich am Ende des Tages nicht ändern. Oder ich meine, ein bisschen, also sie können es natürlich ein bisschen anheben von mir aus. Hätte jetzt auch kein Problem damit. Wird nicht passieren. Ich weiß. Aber dass sie quasi das einfach nur umverteilen. Also diesen extremen Boost, den du jetzt hier hast. Und wo gibt es noch einen extremen Boost? Eigentlich nirgendwo. Also über so einen extremen Boost gibt es wirklich nirgendwo, wo die Monster plötzlich einfach 5-mal so viel XP geben. Das gibt es wirklich nur hier. Aber deswegen, ja, da musst du das einfach umverteilen. Und dann sind alle schneller 140, alle sind schneller 160 und der einzige Bereich, der dann wieder ein bisschen ätzender wird, ist dann dieser, so soll es ja eigentlich auch sein, 160 plus, wo du dann eigentlich auch nicht mehr leveln willst. Also ab 100, also das sind ja auch die Level. Und du hast die Dailies, also ich weiß, nicht Sakuri, aber alle anderen haben die Dailies, durch die man ja dann auch echt viel levelt und gar nicht mehr grinden muss. Oder du hast Dungeons, du kannst einfach Dungeons farmen und kriegst auch da XP. Also du hast dann halt einfach andere Wege, du musst gar nicht mehr leveln. Wenn du einmal richtig im richtigen High-Level angekommen bist, musst du ja gar nicht mehr leveln. Also ist es ja nicht schlimm, wenn das der Levelbereich ist, so wie in literally eigentlich jedem Game, wo du halt auch am langsamsten levelst. Also wo ist das Problem? War ja in Coral Island im Endeffekt auch so. Also in Coral Island ist es ja so. Weil es das vorige höchste Levelgebiet war. Und leider haben sie das halt nicht geändert. Also ich denke, es würde allgemein die Spieler schon begeistern. Wenn es zumindest, also ich meine, so schnell passiert das sowieso nicht und wahrscheinlich passiert es überhaupt nicht. Aber wenn sie für nächstes Jahr ankündigen würden, vorm FEC, dass sie die XP-Kurve verändert haben und dann einfach ein paar Beispiele. Zum Beispiel von 125 bis 130, wenn du Ghosts grindest, also erst Prince, dann Kings, dann Emperors, hat ein Spieler, und da müssten sie halt einen
auch ein klassisches Beispiel geben. Ein Blade mit 2 Bloody Äxten und 105er Set oder so. Hat so und so viele Stunden durchschnittlich gebraucht. Und das haben wir geändert von, keine Ahnung, sagen wir 5 Level. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich nehme eine sehr übertriebene Zahl. Ich nehme Borodeng-Zahlen. Auf Borodeng sagen wir 30 Stunden. Wirklich übertriebene Zahlen, damit sich keiner hier benachteiligt fühlt. Oder zu langsam fühlt. 30 Stunden und wir haben es verringert auf 18. Wir haben es fast verdoppelt. Auf Borodeng sozusagen. Das heißt, auf dem FEC wäre es wahrscheinlich weniger als 30. Viel weniger. Und das wäre dann nochmal viel weniger. Das wären dann wahrscheinlich nur noch ein paar Stunden höchstens. Mit durchschnittlichem Equipment etc. Dann einfach ein paar Beispiele nehmen aus jedem Levelbereich. 70, 80 einer, 100, 110 einer, Wüste, Asria, Korall. Nimmst überall ein Beispiel. Am besten immer die gleiche Klasse, damit man es auch immer nachvollziehen kann. Und zeigst den Leuten dann einfach auf, wie du es halt geändert hast. Ich denke, das wäre schon insgesamt besser so. Weil was bringt das jetzt jemandem, wie gesagt, was bringt das jetzt jemandem im Asria, dass er weiß, dass er in Kailun viel mehr XP bekommt? Ja, aber er ist ja noch nicht in Kailun. Oder was bringt das jemandem auf Level 60? Ich meine, gut, auf Level 60 schon unzufrieden mit den XP zu sein, ist ein bisschen crazy. Aber theoretisch trotzdem. Was bringt es jemandem auf Level 60, diese Info? Dass er du musst nur noch 90 Level-Ups machen, dann kriegst du richtig fett XP. Das bringt dem einen Scheißdreck. Einen feuchten Furz bringt ihm das. Ist ja auch immer eins der Dinge. Kann mir gar nicht vorstellen, so ein hohes Level zu haben. Kann mir gar nicht vorstellen, jemals da zu leveln, wo du gerade levelst, pipapo. Sowas habe ich schon so oft gelesen von Leuten, die halt nicht so grindlastig sind. Die halt immer nur für eine kurze Zeit spielen. Casuals halt im Endeffekt. Das Stichwort ist Casuals. Ich hatte nur 145 bis 49 gestört. Ja, aber es gibt halt einfach auch Leute, die spielen nicht so viel Flive oder auch nicht so viel MMOs. Grindlastige. Für die wäre es sicherlich besser. Und ich meine ganz ehrlich, also was wirklich lächerlich ist, ist Level 1 bis 15. Come on, Bro. Also Level 1 bis 15 ist lächerlich. Wie lange das dauert. Ohne Amplis. Also wenn du Free-to-Play bist. Ohne RM, ohne Amplis. Das ist lächerlich. Warum ist das so anstrengend? Oder Level 55 bis 60. Es gibt einfach keinen vernünftigen Grund, warum das so anstrengend ist. Mit Power Scroll? Ja, aber die hast du normalerweise nicht, in der Regel. 55 bis 60 bei Rhythms. Ja. Also ich sage ja nicht, dass alles sau schnell gehen soll. Es passt schon, wenn du immer mal wieder ein bisschen grinden musst. Aber es sollte halt einfach ein stetiger Anstieg sein. Jedes Level minimal länger dauern als das Level davor. Aber nicht das Level 49 auf 50 dauert 20 Minuten und 59 auf 60 dauert 1,5 Stunden. Warum muss das so sein? Warum muss das so ätzend sein? Das ergibt einfach keinen Sinn. Und dann Level 70 bis 71 geht wieder schneller. Das ist doch Schwachsinn. Vor allem die Level, wo das so ist, sind ja auch irgendwie komplett random, ganz ehrlich. Teilweise.